ihr habt Spaß am Nymphenfischen und an Premium-Gerät, dann ist diese Kombo hier genau das Richtige für euch. Eine Kombination aus Rute und Rolle, auf die ich mich mega gefreut habe und super happy bin, dass wir sie bei uns im Shop haben. Und zwar die Diamondback Ideal Nymph. Rute und Rolle vom amerikanischen Anbieter Diamondback, wirklich von A bis Z auf die moderne Euro-Nymph-Fischerei abgestimmt. Und ja, ich habe die Rute schon das erste Mal im Winter getestet auf Äschen bei sehr, sehr heiklen Bedingungen, kaltes Wasser, klares Wasser, und habe mir da einen ersten Eindruck verschaffen können. Und heute bin ich mega aufgeregt, denn wir sind mitten in der Forellensaison, der Pegel ist perfekt, das Wasser ist noch mal ein bisschen hochgekommen und ich hoffe, dass die Forellen in Beißlaune sind. Bevor ich mich aber jetzt ins Wasser stürze, ein kurzer Durchlauf durch die Komponenten, die hier verbaut sind. Die Rute zeichnet sich aus, zunächst einmal durch die Auswahl von wirklich Premium-Komponenten. Das merkt man schon beim Kork, der ist wunderbar fein geschliffen, hat kaum Kittstellen. Premium-Kork, wie wir es erwarten dürfen von der Diamondback-Rute. Und das gleiche gilt natürlich zum Beispiel auch für den Spacer. Wir haben hier einen Aluminium-Schraubrollenhalter, Downlocking natürlich, damit das Gewicht der Rolle weiter nach hinten gesetzt wird. Und bevor ich euch nachher die Rolle mal im Detail vorstelle, ein wichtiger Punkt, vielleicht seht ihr es hier schon, der Rollenfuß bei der Ideal Nymph Rolle von Diamondback ist etwas ganz Besonderes, denn er ist asymmetrisch. Und dadurch wandert das Gewicht der Rolle noch weiter nach hinten, um für eine bessere Balance zu sorgen. Ja, dann haben wir natürlich hier einen kleinen Fighting Bug, wie wir das von allen modernen Euro-Nymph-Routen kennen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Blank an. Der Blank ist sehr, sehr klassisch aufgebaut. Wir haben einen dunklen Anthrazitton, einen geschliffenen Blank, matt, sieht wirklich sehr, sehr taktisch, technisch aus. Und nur hier haben wir einen kleinen lackierten Bereich. Und ja, hier sind eigentlich auch die einzigen kleinen Farbtupfer, wenn man das denn so nennen kann, mit diesen braunen Zierwicklungen, die super fein gewickelt und gelegt sind. Vielleicht noch ein Wort zu den Ringen. Auch das ist bei einer Euro-Nymph-Route immer mega wichtig. Wir haben den Leitring sehr, sehr nah an unserem Händel dran. Und das sorgt dafür, dass wir hier immer die optimale Spannung haben. Insgesamt haben wir 12 Ringe, die auf dem Blank verteilt sind. Und im oberen Bereich, unterhalb des Spitzenrings, haben wir noch 3 Schlangenringe. Und die sorgen dafür, dass sich das feine Mono eben nicht so schnell vertüddeln kann. Ansonsten haben wir hier sehr, sehr kleine filigrane Einstiegringe, und das Ganze sorgt eben dafür, dass wir immer die perfekte Spannung in unserem Euro-Nymph-Setup drin haben. Wie habe ich mir das Ganze geriggt für die Fischerei hier heute? Ich möchte mich sehr, sehr universell aufstellen und deswegen habe ich eine Level-Line, die Hero-Nymph von Vision geriggt, habe dann mein Adams Euro-Nymph Mono montiert, ungefähr 5-6 Meter, oben noch meinen Sighter dran und dann natürlich das Stroft ABR, was wir immer beim Nymphenfischen verwenden, als Tippet angeknotet, noch 2 ADH Big Fish Flies ran und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Ran ans Wasser, der Pegel sieht einfach zu gut aus, um hier lange rumzusitzen. Und kommt mit, wir schauen uns an, was die Fische machen und was die Route hier alles drauf hat. Ja, der erste Spot, der erste Fisch, so kann es doch losgehen. So ein wunderschöner Start in den Tag. Und was sofort auffällt, ist die Feinfühligkeit der Ideal Nymph von Diamondback. Ich habe jetzt ja hier die Klasse 2 und habe 2 kleine Nymphen dran, 2,5 mm. Und das wirft sie wunderbar akkurat. Und man hat die ganze Zeit wirklich
ein super Gefühl während der Drift. Also selbst bei den kleinen Nymphen eine schöne Kontrolle und das bringt dann oft den einen oder anderen Fisch mehr. Ja, im Drill merkt man, dass die Rute wunderbar viel Power im unteren Teil hat. Ist jetzt kein Riesenfisch, aber ein guter Start, würde ich sagen. Schöner Einstand mit der Rute. Schauen wir mal, hat sich die obere Nymphe am Dropper genommen. Eine kleine Green Tag bei uns aus der ADH Big Fish Fly Kollektion. Eine meiner Lieblingsfliegen an steinigen Gewässern, so wie jetzt hier. Wenn ihr viele Köcherfliegen habt, dann ist so eine Farbe wunderbar geeignet und fängt eigentlich immer. Ja, schöner Fisch, gut genährt. Wie gesagt, das Wasser ist ja noch mal hochgekommen. Wir haben gute Temperaturen im Wasser, um die 9 Grad, würde ich sagen. Und viele Insekten. Und da können die Fische sich natürlich gerade schön vollfressen, so wie der Kollege hier. Und der darf wieder schwimmen. Ja, cooler Einstand, schöner erster Fisch. Genauso darf es weitergehen. Als die Ideal Nymph Rolle auf den Markt gekommen ist, haben wir von euch sofort einige Fragen bekommen. Und zwar, was zeichnet diese Rolle aus? Was macht sie zu einer Nymphenrolle? Was macht sie anders? Was kann sie besser als andere Rollen, die man zum Nymphenfischen nutzen kann? Und da möchte ich vor allen Dingen 2 Sachen hervorheben. Der erste Punkt ist schon mal optisch sichtbar. Das ist der asymmetrische Rollenfuß. Wirklich innovativ. Dadurch wandert das Gewicht der Rolle noch weiter nach hinten und die Rute wird trotz des geringen Gewichts der Rolle noch besser und einfacher austariert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, dafür drehe ich das Ganze einmal um, befindet sich hier im Inneren. Und zwar habe ich im Inneren der Rolle 4 Gewichte, die ich einzeln mit einer Schraube raus oder rein machen kann und kann dadurch das Gewicht noch besser an die Rute anpassen. Das heißt, wenn ich einen langeren Blank habe, packe ich mehr Gewichte rein. Wenn ich einen kürzeren Blank habe, eine leichtere Rute, kann ich Gewichte rausnehmen und finde so immer das perfekte Verhältnis aus Länge und Gewicht der Rolle. Also diese Rolle wirklich sehr, sehr vielseitig. Gibt es in verschiedenen Modellen. Ich habe jetzt hier die kleine gewählt und die passt wirklich perfekt zu meiner 10 Fuß Klasse 2. Das also 2 wichtige Punkte, 2 Sachen, die die Rolle anders oder besser macht als andere Rollen. Und das macht sie in meinen Augen zu einer Nymphenrolle. Aber es kommen noch ein paar Punkte hinzu, die ich sehr, sehr wichtig finde. Zunächst einmal der geschlossene Spulenkäfig. Ein geschlossener Spulenkäfig ist mega wichtig, wenn ihr mit langen, dünnen Vorfächern fischt, damit sich das Vorfach nicht im Spalt zwischen Rollengehäuse und Spule verfängt und dadurch beschädigt wird. Ein wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist der Bremsknauf. Der Bremsknauf bei der Ideal Nymph ist wirklich groß und lässt sich dadurch sehr fein justieren und erlaubt dadurch einen butterweichen Abzug. Der Klicker der Rolle ist wirklich wunderschön anzuhören im Drill und die Bremse ist wirklich super sanft und smooth. Das ist kein Problem also in der Kombination mit dünnen, feinen Vorfächern, so wie ich sie heute gefischt habe. Und noch ein letzter Punkt, vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber für mich sehr, sehr wichtig, ist der Knauf. Ich mag es nicht, wenn der Knauf zu klein ist, dann rutscht man schnell ab, gerade wenn es mal ein bisschen feucht und nass ist, so wie heute. Der hier ist relativ groß, liegt super in der Hand und gerade für Leute mit großen Händen, so wie mich, ist das ideal. Alles in allem also 5 gute Gründe, warum das hier die ideale Nymphenrolle ist. Und nicht ohne Grund heißt sie Ideal Nymph.
Der Regen macht eine kurze Pause und ich mache Schluss für heute und gebe euch mein Fazit zur Ideal Nymph von Diamondback. Eine Route in Klasse 2 jetzt hier in dem Fall, die unglaublich viel Spaß macht. Und das, weil sie super feinfühlig und sensibel ist. Von Nymphen mit 2 bis zu 3,5 mm Tungsten konnte ich alles fischen, hatte immer die volle Kontrolle und das Ganze natürlich super austariert mit der Ideal Nymph Rolle. Was mir bei der Rolle besonders gut gefallen hat, ist die sehr fein einstellbare Bremse. Ich hatte nicht einen einzigen Vorfachbruch, obwohl ich ordentlich Zug auf dem Wasser hatte und die Strömung mit aufs Vorfach drauf gedrückt hat. Was mir auch gut gefallen hat, ist nur eine Kleinigkeit, aber für mich sehr, sehr wichtig, ist der Knauf hier, die Kurbel. Die liegt super in der Hand, hat eine schöne Größe, nicht zu klein für so eine kleine Rolle. Das ist für meine großen Hände wirklich ideal. Wenn ihr Bock habt auf eine Route mit einem klassischen Look, aber modernen High-End-Komponenten, wenn ihr Lust habt auf Premium-Verarbeitung, wenn ihr Lust habt auf einen hohen Spaßfaktor und viel Feinfühligkeit, dann kann ich euch die Route auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr auf der Suche nach längeren Routen seid oder Routen mit noch mehr Power, dann schaut euch die Serie unbedingt an, denn hier findet ihr viele unterschiedliche Variationen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nymphenfischen, Tight Lines und checkt sie unbedingt aus, die Routen von Diamondback.